Hallo ihr Tagträumer, Trübträumer und Klarträumer da draußen. Hier ist wieder der Marco. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Dieses Video handelt über die Königsdisziplin der Klarträume oder der DILD, Dream Initiated Lucid Dream Techniken. Und zwar nennt es sich das kritische Bewusstsein. Was ist denn das überhaupt, das kritische Bewusstsein? Oft liest man ja, dass es sich um eine ganztägige Bewusstseinsübung handelt, dass man die ganze Zeit sich bewusst sein soll, wo man ist, damit man dann irgendwann, wenn man einschläft, sich auch daran erinnert, dass man eigentlich gerade träumt. Das halte ich für falsch. Das kritische Bewusstsein ist eher situationsbedingt. Den ganzen Tag sein Bewusstsein wirklich so aufrecht zu erhalten und sich darüber im Klaren zu sein, wo man gerade ist, was man gerade tut und ob das alles Sinn ergibt, denke ich, ist für unser Gehirn nicht machbar. Man merkt das ja, wenn man mal 3, 4 oder 5 Stunden für irgendeine Arbeit in der Schule oder fürs Abi gelernt hat, dann fühlt man sich ja auch ziemlich ausgelaugt. Das ist sehr anstrengend, die ganze Zeit den Fokus konzentriert zu haben und so. Irgendwann ist man einfach platt, müde, es geht nichts mehr in den Kopf. Genauso verhält sich das auch, wenn man die ganze Zeit probiert, sein Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Dieses innerliche Tagträumen, was wir immer mal wieder haben, in Gedanken verloren zu sein, ist eigentlich eine Erholungsphase und bereitet uns ja auf viele Gelegenheiten im Alltag vor. Also kritisches Bewusstsein macht so wie bei mir hier gerade Sinn. Ich bin an einem malerisch schönen Ort auf dem Dorf am Sonntag und gehe ein bisschen spazieren, denke über meine Träume nach, hänge meinen Gedanken nach. Und urplötzlich kommt bei mir der Trigger, weil ich halt schon so viele Jahre trainiere. Ups, Moment, wo bin ich denn hier eigentlich gerade? Okay, ich weiß, wo ich hier gerade bin. Ich weiß, dass ich mit dem Auto hierher gefahren bin mit meiner Familie, um einen schönen, ruhigen Sonntag bei tollem Wetter zu verleben. Ich erinnere mich daran, dass ich heute Morgen aufgestanden bin, einen Reality-Check gemacht habe und Traumtagebuch geführt habe. Wenn ich mich hier so umgucke, macht die ganze Umgebung erstmal Sinn und auch meine Klamotten, Hose, Schuhe, Shirt, ist das, was ich heute angezogen habe. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gerade wach bin, erstmal ziemlich hoch. Meine Träume sehen in der Regel anders aus. All das, so rekapituliere ich, ob die Situation hier gerade wirklich real ist oder nicht. Und am Ende hänge ich dann halt noch mal einen Reality-Check dran, um wirklich sicher zu sein. Weil auch Träume können enorm realistisch sein. Genauso wie sie auch enorm unrealistisch sein können. Aber es gibt tatsächlich Träume, die sind verwechselnd ähnlich zu eurem Wachleben. Und wenn man dann nicht das kritische Bewusstsein verinnerlicht hat und weiß, wie man denn überprüft, ob man gerade vielleicht träumt oder ob man wirklich wach ist, dann entgehen einem sehr viele Klarträume. Dann wacht man irgendwann auf, sitzt in seinem Bett und sagt so, oh verdammt, das hätte ich doch eigentlich checken müssen. Ja, und genau da setzen wir an. Wir nehmen uns also unser Traumtagebuch vor, schauen uns alle unsere bisher aufgeschriebenen Träume nochmal an und suchen dann nach Wiederholungen oder Ähnlichkeiten. Orte, Personen, auch Gefühle spielen eine Rolle, Emotionen. Bin ich zum Beispiel häufig im Freien unterwegs? Ja, ich bin häufig im Freien unterwegs in meinen Träumen. Bin auch häufig an Seen. Wäre jetzt hier zum Beispiel ein See oder ich würde einen Angler sehen, wäre das sofort ein Trigger für einen Reality-Check für mich, weil das halt sehr häufig in meinen Träumen vorkommt. Würde jetzt hier Fußball oder Basketball gespielt werden, wäre das auch ein Trigger, weil es auch eins meiner Traumzeichen. Aber auch diese freie Natur, wo ich einfach in die Weite gucken kann, so wie hier, habe ich häufig in meinen Träumen. Da vermischt sich dann bei mir sogar teilweise ein kleines Angstgefühl. Wenn ich dieses Angstgefühl verspüre, aus welchem Grund auch immer, mache ich einen Reality-Check. Also ihr müsst euch in eurem Traumtagebuch genau anschauen, wenn ihr dann schon viele Träume notiert habt. Habt ihr erst 3, 4, macht das noch keinen Sinn, aber so nach 2 Wochen aufschreiben macht es Sinn. Welche Wiederholungen sind da?
gibt es Personen, Orte etc. Und da müsst ihr das kritische Bewusstsein probieren, immer wieder ein bisschen aufploppen zu lassen. Immer so über den Tag verteilt. Ich sag mal so einmal die Stunde, am Anfang vielleicht einmal alle 2 Stunden für 4, 5 Minuten rekapitulieren. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Macht die Umgebung gerade Sinn? Welche Leute sind bei mir? Woher kenne ich die Leute? Kenne ich die Leute eigentlich wirklich im Wachleben oder sind das hier irgendwelche wilden, random Personen, die bei mir sind, was ja häufig in Träumen vorkommt? Es geht also darum, seine Umgebung und sein ganzes Sein in dem jetzigen Moment kritisch zu hinterfragen und nach logischen Antworten zu suchen. Schlussfolgerungen. Kann das wirklich gerade sein? Macht das Sinn, was passiert? Da gibt es auch wirklich keinen Ablauf oder Fragekatalog. Das muss jeder für sich selber rausfinden, wie er das dann am besten hinbekommt. Hat bei mir lange gedauert. Funktioniert jetzt ganz gut. Ist wirklich die Königsdisziplin, die auch sehr viele Klarträume bescheren kann. Und wie gesagt, probiert das alle 2, 3 Stunden mal für 3, 4 Minuten. Und je länger ihr beim Training dabei seid, umso öfters wird automatisch aus Gewohnheit euer Bewusstsein aufploppen und checken, wo ihr seid. Das ist eigentlich das Ziel. Es geht nicht darum, den ganzen Tag immer sich klar zu sein. Dieses Omniluzid, was da in manchen Foren erzählt wird, das ist Quatsch, das gibt es nicht. Das widerspricht einfach dem menschlichen Geist und Gehirn. In diesem Sinne, übt für euch ein bisschen das kritische Bewusstsein. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Macht das alles Sinn? Und natürlich nicht vergessen die Frage dabei, ganz wichtig, könnte das ja ein Traum sein. Das könnt ihr euch mischen, wie ihr wollt, wie es euch am besten passt. Probiert das aus. Und wenn ihr das zu einer Gewohnheit macht, dann habt ihr wirklich die ultimative Klartraumformel für euch. Ihr werdet zwar nicht jede Nacht klar, aber wenn ihr dann 1, 2 Mal die Woche klar werdet, ist das ja auch erstmal ein Anfang. Ich habe für 3 bis 5 Klarträume die Woche wirklich Jahre gebraucht, bis das drin war. Aber ich war auch nie der fleißigste Schüler, muss ich ganz ehrlich sagen. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich deutlich einfacher haben. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag. Schaut euch mal diese geile Landschaft an. Mega einfach, könnte fast ein Traum sein. Aber hüpf, hüpf. Nein, ich kann nicht fliegen. Ich habe meine Klamotten an, ich weiß, wo ich gerade bin, wie ich hierher gekommen bin. Alles spricht dafür, dass ich wach bin, oder? 1, 2, 3, 4, 5 Finger. Weggucken, wieder hingucken. 1, 2, 3, 5 Finger. Meine Klamotten, die Umgebung scheint dieselbe zu sein wie vor 5 Minuten. Es hat sich nichts verändert. Nase zuhalten. Okay, ich kann nicht durch die geschlossene Nase atmen. Ich bin definitiv gerade wach. In diesem Sinne, einen tollen Sonntag. Stay lucid. Jetzt wäre der Zeitpunkt für kritisches Bewusstsein und einen Reality-Check. Liebe Grüße, euer Marco.